single day. In den beiden Jahren 1820 und 1822 soll ein Mann namens Thomas J. Beale einen gewaltigen Goldschatz versteckt haben. Er verfasste 3 Seiten, auf welchen sich nichts als augenscheinlich wahllos aneinandergereihte Zahlen befanden. Diese Seiten sollen den mysteriösen Goldschatz und wo er zu finden ist genau beschreiben und werden heutzutage als die Beale-Chiffre bezeichnet. Alles rund um die Beale-Chiffre gibt es in diesem Video. Im Jahr 1885 veröffentlichte der amerikanische Verleger James Ward eine Schrift, in welcher von einem Mann die Rede ist, welcher von Thomas Beale eine Kiste mit, wie er es bezeichnete, Papieren von großem Wert überreicht bekam. Die Anweisung Beales sollte gelautet haben, die verschlossene Kiste für mindestens 10 Jahre aufzubewahren und wenn bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand sie zurückgefordert hätte, sie zu öffnen und mit Hilfe eines noch folgenden Dekodierungsschlüssels zu öffnen. Von diesem Tage an bekam niemals mehr jemand den mysteriösen Thomas Beale zu Gesicht. Der besagte Dekodierungsschlüssel blieb verschollen und die Frist von 10 Jahren war bald abgelaufen. Neben den 3 Blättern, welche ich bereits kurz am Anfang des Videos erwähnt habe, befand sich in der Kiste eine Notiz, welche den Sachverhalt darlegte, dass Thomas Beale zusammen mit einigen anderen Männern Unmengen an Gold gefunden und versteckt hatte. Auf der 3. Seite der Chiffre sollten die Namen aller Beteiligten zu finden sein. Der Plan des Mannes, welchem die Kiste anvertraut wurde, war nun also das Gold zu suchen und anschließend den auf der 3. Seite der Chiffre vermerkten Männern oder ihren Angehörigen zu geben. Da er den Schlüssel zur Dekodierung der Chiffre nie bekam, versuchte der Mann sie ohne diesen zu entschlüsseln. Dies vermochte er bis zu seinem Tod im Jahre 1962 jedoch nicht zu vollbringen, weswegen er die Chiffre zuvor einem Freund übergab. Dieser Freund entschlüsselte tatsächlich die 2. Seite der Chiffre und beschloss 1885, nachdem seine Versuche auch den Rest zu entschlüsseln erfolglos blieben, die Chiffre zu veröffentlichen. Hierbei handelt es sich um die 1., die 2. und die 3. Seite der Chiffre. Im Hintergrund seht ihr nun den originalen Text. Das Ganze heißt übersetzt, Zitat: Ich habe in Bedford County, etwa 4 Meilen von Beaufort, in einer Aushöhlung 2 Meter unter der Erdoberfläche die folgenden Gegenstände deponiert, die jenen Personen gehören, welche Nummer 3 genannt sind. Das erste Depot besteht aus 1014 Pfund Gold und 3812 Pfund Silber, eingelagert im November 1819. Das zweite Depot wurde im Dezember 1821 angelegt und besteht aus 1907 Pfund Gold und 1280 Pfund Silber. Zudem Juwelen, erworben in St. Louis im Tausch für Silber, um den Transport zu erleichtern, und auf $13.000 geschätzt. Obiges ist sicher in eisernen Gefäßen mit Eisendeckeln verpackt. Der Hohlraum ist grob mit Steinen umfasst und die Gefäße ruhen auf hartem Gestein und sind mit solchen bedeckt. Papier Nummer 1 beschreibt die genaue Lage des Hohlraums, sodass es nicht schwierig sein dürfte, ihn zu finden. Zitat Ende. Natürlich gibt und gab es schon immer Zweifel an der Echtheit der Beale-Chiffre. Ein Argument, welches hierbei immer wieder Verwendung findet, ist, dass die Art der Verschlüsselung eher dem Jahrgang 1885 als dem angeblichen Jahrgang der Verfassung der Chiffre um 1820 entsprechen würde. Auch die Tatsache, dass alle wirklich relevanten Informationen auf genau den beiden Blättern der Chiffre befindlich sind, welche man nicht entschlüsseln konnte, weckt Misstrauen. Ist das ein Zufall oder doch Absicht? Lässt sich der Code der anderen Seiten vielleicht gar nicht knacken, da das Ergebnis gar keinen Sinn machen würde, da gefälschte Namen von den Freunden Beals oder eine Örtlichkeit, an der gar kein Goldschatz liegen kann, da es ihn nie gegeben hat, belegen würde, dass die Beale-Chiffre gar nicht zu einem Goldschatz führt? Mit Gewissheit sagen kann man das meiner Meinung nach nicht. Und obwohl es nicht einmal sicher ist, dass der gewaltige Goldschatz überhaupt existiert, gibt es dennoch bis heute eifrige Schatzsucher, welche nach dem Schatz suchen. Schreibt mir eure Meinung zu der Beale-Chiffre im Allgemeinen sowie zu der Glaubwürdigkeit dieser gerne in die Kommentare. Ich habe 2 Artikel darüber in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo, sofern du meinen Content interessant findest, da. Über Feedback und Videovorschläge würde ich mich wie immer freuen. An dieser Stelle kurz noch einmal eine Information, welche in erster Linie meine aktiven Abonnenten betrifft. Danach kommt also nichts, was für einen normalen Zuschauer noch von Bedeutung wäre. Da mir voraussichtlich ab dem 9.01.2019, kurz zur Erklärung, ich schreibe dieses Skript 2 Tage zuvor, eine Internetverbindung zur Verfügung stehen sollte, welche unübertrieben 10-mal besser ist als meine derzeitige, wird sich wahrscheinlich die Länge der Videos auf meinen beiden Kanälen erhöhen. Danke für eure Zeit, wir sehen uns wieder nächste Woche. Stay crazy.